Ist der Hype um die Leica M6 berechtigt? Das finden wir jetzt raus in diesem Video. Ich nehme euch mit auf einen Kurztrip nach Kroatien, 7 Tage in Istrien, und dort wird die Kamera ausgiebig getestet. Wir werden verschiedene Filme fotografieren und ich werde es euch natürlich unter die Bilder schreiben, damit ihr genau wisst, welchen Film ich benutzt habe. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Leica M6 von 1995, also nicht die ganz neue, und die Linse ist eine Vogtländer 35 mm 1.4 Nocten und hin und wieder kommt noch ein Tippfilter drauf in der Stärke 1,5. Das erste, was mir aufgefallen ist bei der Leica, mit der Kamera kann man echt super intuitiv arbeiten. Wenn man erstmal verstanden hat, wie weit die Range hier praktisch vom Finger ist, die man zurücklegen muss, um irgendwas scharf zu stellen, kann man sehr schnell und auch sehr präzise fokussieren. Ob was im Fokus ist, bei der Kamera sieht man an einem Kästchen im Viewfinder, und das ist überlagert so, und wenn das perfekt überlagert, ist es halt scharf. Ich habe in dem Video auch viel mit Zone Focus gearbeitet, aber da werde ich in einem anderen Video drauf eingehen, weil das auf jeden Fall den Rahmen sprengen würde, und es soll ja erstmal nur um den ersten Eindruck gehen. Die Kamera an sich hat schon, würde ich sagen, ein relativ großes Gewicht für die Größe, doch ist es auch gar nicht schlimm. Die hat eine super Haptik, liegt super in der Hand, und auch wenn man mal länger fotografiert, hat man nicht das Gefühl, dass jetzt irgendwie die Hand krampft irgendwann. Das hat schon öfter bei anderen Modellen, die ein bisschen kleiner waren oder so, dass man nach einem ganzen Tag fotografieren dann irgendwann heimkommt und hat einfach Schmerzen in der Hand, und das braucht kein Mensch. Ansonsten gibt es nicht viel zu sagen, das soll ja auch kein technisches Review werden, sondern einfach nur erstmal meine persönliche Meinung zu der Kamera, und jetzt zeige ich euch erstmal ein paar Bilder. Es soll jetzt gerade weniger um die Bilder gehen, sondern einfach nur um die Kamera selbst, wie die Handhabung war, und ich wollte euch noch kurz was dazu erzählen. Der Viewfinder von der Kamera ist optisch sehr gut, man sieht sehr viel. Das einzige Manko, was mir aufgefallen ist, wenn man schräg gegen das Licht fotografiert, sieht man manchmal im Viewfinder nicht so gut, ob das jetzt scharf ist oder nicht. In meinem Fall war das jetzt nicht so schlimm, da ich meiste Zeit mit einer Blende 8 oder höher fotografiert habe und deswegen meistens fast alles im Bild scharf war. Ansonsten, wenn mir jemand erklären kann, wie man die Leica M6 schnell laden kann, wäre ich sehr verbunden, weil ich habe das absolut nicht drauf. Aber das ist wahrscheinlich einfach eine Lernkurve. Also da muss man einfach öfter mal einen Film reinladen, dann denke ich, dürfte das auch funktionieren. Die Bilder sind hauptsächlich in Rovinj entstanden. Wir waren aber auch in Pula unterwegs und auch in Motovun, in Bale und in Novi Grad. Die Kamera hat einen integrierten Belichtungsmesser, und der ist auch sehr simpel. Es sind eigentlich nur 2 Pfeile und ein Punkt in der Mitte, und was die genau machen, zeige ich euch jetzt. Ich wollte euch das eigentlich abfilmen, aber leider hat meine Makrolinse versagt, und es hat nicht ganz funktioniert. Deswegen habe ich hier eine kleine Einblendung, damit ihr ungefähr wisst, was ich meine.
Nachdem ihr jetzt ein paar Fotos gesehen habt, stellt sich noch die Frage, ist die Kamera den Hype wert? Meiner Meinung nach ja, wenn man viel und gerne fotografiert, so wie ich, und das eigentlich auch der Main-Shooter ist für mich im Filmbereich, kann ich jedem wirklich nur ans Herz legen. Muss es so eine teure Kamera sein, also muss es wirklich auch ein 2000 € Kamerabody sein oder sogar, manchmal gehen die Preise sogar noch höher? Wahrscheinlich eher nicht. Die Filmkameras machen im Prinzip alle dasselbe, das ist nur ein sehr, sehr hübsches Gehäuse. Und nachdem ich jetzt vor allem schon seit Jahren fotografiere und auch viel Film fotografiere, macht es echt Spaß, endlich mal eine wirklich hochwertige Kamera zu haben. Und damit komme ich auch schon zum nächsten Punkt. Das ist vielleicht auch ein negativer Punkt, aber manchmal fällt es mir halt schwer, die Kamera mitzunehmen. Und das ist halt auch nicht Sinn der Sache, wenn man dann irgendwie unterwegs ist, dass man die ganze Zeit darauf achten muss, wo die Kamera liegt oder kann ich sie jetzt hier mal kurz liegen lassen, kann ich sie jemand anderem in die Hand drücken. Es ist vielleicht manchmal besser, sogar eine günstigere Alternative zu haben. Ich habe zum Beispiel angefangen mit der Yashica Electro 35 ist es. Das ist auch eine Messsucherkamera, also praktisch das gleiche System wie die Leica. Das ist eine Kamera, die wird gehandelt zwischen 50 und 100 € und bei der habe ich gar kein Bedenken, die auch mal liegen zu lassen oder sie auch Freunden in die Hand zu geben. Damit komme ich auch schon zum nächsten Punkt. Werde ich die Kamera behalten? Vorerst ja. Ich weiß aber, dass ich so neugierig bin, dass ich mir noch viele andere Kameras gerne anschauen würde und deswegen spiele ich sogar mit dem Gedanken, sie eventuell irgendwann zu verkaufen, um neu zu investieren und vielleicht noch eine andere Kamera zu testen. Und bleibt gerne dran, dann seht ihr auch noch die anderen Videos, die noch kommen werden. Ansonsten, falls ich es schaffe, auch irgendwie eine Community aufzubauen hier mit Gleichgesinnten, die auch super gern Film fotografieren, könnte ich mir sogar vorstellen, sie vielleicht irgendwann mal zu verlosen, aber das sehen wir dann in Zukunft. Abschließend ist noch zu sagen, die Kamera ist wirklich ein Traum, es macht super viel Spaß mit ihr zu fotografieren und wenn ihr Bock habt auf mehr Content, vor allem Filmfotografie-Content, dann lasst es mich gerne wissen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und es hat euch vielleicht die Kaufentscheidung oder so ein bisschen leichter gemacht. Schreibt mir gerne was in die Kommentare, lasst gerne euer Feedback da, was kann ich besser machen oder was soll ich anders machen in Zukunft und bis dahin wünsche ich euch was.